Also das Rezept ist eigentlich überliefert. Die Oma, meine Schwiegermutter, die hat das für ihre Mutter und wieder von der Mutter. Also es ist schon ein uraltes Rezept. Und wir haben eigentlich die Tradition bei uns am Hof, dass man das immer wieder weitergibt. Das ist beim Bauernkopfen so, es ist beim Bauernbrot so, das ist eigentlich bei allem, wo man sagt, wir wollen einfach das Bodenständige wieder weiterleben lassen und durch das gibt es auch die Rezepte immer wieder weiter. Und die Oma hat das eben für ihre Mutter gelernt, ich habe es von der Schwiegermutter gelernt und so hoffen wir, dass wir es gut weiterführen können. Ja, also es ist ein sehr einfaches Rezept. Man braucht 1 Kilo Mehl und dann ein bisschen Salz, 1 bis 2 Teelöffel. Dann braucht man 4 Eier dazu, dann einen guten halben Liter Milch, kommt aber drauf an, je nachdem wie groß die Eier sind. Und dann eine Hefe, ein Packerl Germ sozusagen und dann zum Schluss einen Schuss Rum und ein bisschen Butter, das was das Ganze noch fein abrundet, wo sich der Teig dann von der Schüssel löst und das einfach geschmeidig macht. Genau, das war eigentlich alles und man kann ein wunderbares Gericht daraus zaubern. Ja, der Rum ist eigentlich ein kleiner Trick. Man tut einen Schuss Rum dazu, weil der Alkohol einfach später den Teig, wenn du ihn ins Fett gibst, den Teig schützt, dass sich der Teig nicht mit dem Fett ansaugt, sondern der blockiert es, dass er im Fett gebacken wird und sozusagen nicht das ganze Fett eindringen kann in den Teig, weil sonst wären es so schmierig und gallig, wie wir sagen. Und dann liegen sie einfach schwer im Mund. Genau. Ja, also schon, 180 Grad ist schon so ein Richtwert, weil es einfach, wenn das Fett zu heiß ist, dann wird es zu schnell gebacken. Also sprich, der Kropfen kriegt zu schnell die Farbe, ist aber innen dann nicht fertig gebacken. Also innen ist er dann batzig und dann ist er nicht gut. Und wenn man es irgendwie, man kann es, wenn man es nicht regeln kann am Herd, man kann eine Fritteuse nehmen oder man kann öfters ein bisschen mit dem Temperaturmesser schauen, habe ich noch dieselbe Konsistenz oder nicht. Normalerweise, wenn man es beim Herd gut einschalten kann, dann bleibt es gut stehen. Ja.